Eine sehr ruhige Hand, schnelle Nadeln, große Kunstfertigkeit und viel Konzentration. Das braucht es für eine gute Tätowierung. Eine kleine Meise soll auf die Haut. Aber vor dem Stechen kommt das Zeichnen. Zunächst geht es nur um die Umrisse, denn aus der Zeichnung wird eine Blaupause, eine grobe Vorlage, die später auf die Haut kommt. Orientierungslinien. Ann-Sophie Becks, Künstlername Anso, arbeitet im Tattoo-Studio Mommy, I'm Sorry in Stuttgart. Selbstironie gehört in der Branche dazu. Also beginnen tue ich jedes Mal mit dem Hauptaugenmerk. Bedeutet das, um was es gehen soll im Bild, was sich der Kunde wünscht. Meistens ist es, dass ein Kunde kommt und sagt, zum Beispiel, mir ist am wichtigsten, wie hier jetzt ein Vogel. Und mit dem fange ich an und um den rum wird dann alles andere gebaut. Also meine Ideen eingebracht, meine Freiheiten. Die Kundin heute möchte ein möglichst realistisches Tattoo. Und dazu nimmt Anso ein Foto als Vorlage. Gerade bei dem Tier finde ich es besonders wichtig, dass man den Blick einfängt. Und den kannst du eben wirklich nur, wenn du ein Bild vor dir hast. Also es ist super wichtig, gerade die Augen vor allem bei einem Tier, dass du das einfängst. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe zwar eine Vorlage, aber am Ende sieht das realistische Bild immer noch mal anders aus. Also nach mir praktisch. Diese Meise, die ich habe, da gucke ich zwar, die nehme ich so als Anhaltspunkt, okay, wo sitzt welcher Schatten, aber sie wird am Ende trotzdem anders und nach mir aussehen. Aber das ist auch das, was die Kunden tatsächlich wollen dann, ja. Mal kommen Kunden und wollen einfach nur ein schönes Bild. Oft gibt es aber eine persönliche Geschichte hinter dem Motiv. Und diesmal hat die Kundin schon etwas verraten? Ja, hat sie tatsächlich. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das so sagen darf. Also es ist immer, vieles ist sehr emotional bei den Kunden und deswegen ist es mir besonderes Anliegen, dass ich da erstmal nicht drüber rede, warum. Aber ich denke mal, die wird es dann schon selber erzählen. Ja. Die Umrisse der Meise sind soweit fertig. Nun deutet Anso ein paar Schatten im Gefieder an. Viele Tattoo-Künstler verwenden heute statt Stift lieber ein Tablet und zeichnen damit ihre Linien und Schattierungen. Fortschrittlicher ist natürlich das iPad, ja. Also es geht tatsächlich schneller. Und es ist natürlich so, wenn du beim iPad einen Fehler machst, den kannst du sofort dann wieder ausbessern. Das ist hier ganz arg schwierig. Also wenn ich hier eine Linie ziehe mit meinem Liner, die kann ich nicht mal kurz wieder verschwinden lassen. Allerdings bin ich noch nicht zum iPad übergegangen, weil ich noch sehr oldschool bin und ich sehr gern mit den Händen arbeite. Also ich bin einfach so ein Mensch, ich mag das gerne. Ist schwer zu erklären, mit dem Bild zu verschmelzen irgendwo. Also dass es meine Linien sind. Natürlich ist vom iPad auch meine Linie, aber es ist ein anderes Gefühl für mich. Ich bin mehr in dem Bild drin, wenn ich das von Hand abnehme. Wenn ich noch Zirkel nehme, Lineal, das Oldschool mache, das liebe ich.
Neben und hinter das eigentliche Motiv zeichnet Anso jetzt zusätzliche Formen und Elemente. Als studierte Modedesignerin für sie kein Problem. Es kommt einfach nach und nach. Ich sehe die Meise auf dem weißen Blatt Papier und es strömt sozusagen aus mir raus und ich mache dann einfach mein Ding. Und meistens ändere ich es dann auch nicht mehr ab, tatsächlich. Ein kleiner Ast entsteht, von dem die Meise wegfliegen soll. Zeichnung und Blaupause, englisch Stencil, sind der übliche Weg, die Umrisse eines Motivs auf die Haut zu übertragen. Wenn jemand sich freiwillig melden möchte, ich probiere es auch gern mal ohne Vorlage. Also so ist es nicht. Nur meistens ist es tatsächlich so, dass die Kunden da nicht ganz so offen dafür sind, dass man einfach drauf los tätowiert. Ich meine, das ist was man immer für immer hat. Und es ist natürlich auch verständlich, dass die Kunden dann eine Vorlage sehen möchten, auch auf sich selber. Also das ist auch super wichtig, dass sie das Stencil sehen können. Das meiste geht übers Auge beim Kunde. Und dafür ist es natürlich auch super wichtig, dass das so ein bisschen dann ausgearbeitet ist, dass sie sehen, wo es hingehen soll. Am späten Nachmittag kommt dann die Kundin Christina ins Studio. Hi. Na? Hi. Wie geht's dir? Gut. Komm her, ich zeig dir deine Sachen. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Obwohl du so ein alter Hase bei mir bist, trotzdem machst du ja normal. So, pass auf. Ja. So, das ist jetzt mal die Vorlage. Ja, mega. Wir haben ja schon gesagt gehabt, wir machen das bei dir hinten auf den Arm, ne? Hier an die Seite hin. Ja. Ich glaube, das ist ein Ticken zu groß dann. Es sei denn, wir lassen den Vogel hier dahinter verschwinden. Das ist jetzt die Frage, ob du das willst. Ob du willst, dass man ihn ganz sieht oder ob der wirklich so, der Flügel so ein bisschen in dieses schon vorhandene übergehen darf. Wäre das der große oder der kleine Flügel dann? Ich denke jetzt mal, es kommt darauf an, wie rum du ihn haben willst, dass er zu dir hinfliegt oder weg von dir. Also ich persönlich würde ihn so platzieren, dass er wirklich und dann würde er halt ein bisschen wegfliegt und dann wäre halt der Flügel hier dahinter. Aber das wäre halt schade, weil der Flügel ist gerade das Schöne. wir können es auch noch kleiner machen. Also du weißt, wir können es größer und kleiner suchen, je nachdem. Müssen wir halt gucken, wie es dann hinpasst bei dir. Okay, und wenn wir ihn einfach nur ein bisschen kleiner machen und ein bisschen verschwinden lassen, also dass wir ja, das können wir machen, so dass es so ein bisschen machen. ineinander reingeht. Ja. Fände ich auch schön, wird mir auch gefallen. Mega, aber so das ist generell auch findest du wunderschön. gut? Ja, super. Schön. Und das Dreieck, das machen wir dann so. Der Vogel ist nicht Christinas erstes Tattoo und auch nicht das erste, das sie von Anso bekommt. Also mir war es total wichtig, dass ich einen Tätowierer finde, der mir auch eine schöne Zeit bereitet. Also ich wollte mich gern zurückerinnern einfach auch an den Tag des Stechens und irgendwie habe ich jemanden gesucht, der zu mir passt und irgendwie fand ich die Anso passt ganz gut. Und was sie macht, ist natürlich auch Wahnsinn, ja. Ich finde das super, diese feinen Arbeiten, dieses Grazile, das Feine, das ist einfach genau das, was ich gesucht habe, ja. Also ich habe mir hier letzt von jemand anders hier das Foto stechen lassen und ich habe schwer gelitten und ich hoffe, dass es heute wieder schöner wird. Die feinen filigranen Tattoos von Anso passen allerdings nicht überall. Für Feinlein gibt es besondere Körperstellen, die nicht so perfekt sind wie andere. Also zum Beispiel gibt es viele junge Mädchen, die möchten gerne diese Stelle tätowiert haben und so fein wie möglich. Das geht, selbstverständlich, aber die Haut ist nicht so perfekt an der Stelle wie zum Beispiel hier. Die Haut hier ist sehr, sehr dünn. Egal, ob man dick oder dünn ist, es macht keinen Unterschied. Die Haut hier ist sehr, sehr, sehr dünn. Und wenn man mit einer feinen Nadel in diese Haut reinsticht, kann das schnell passieren, dass die Linie platzt. Das hat mit dem Künstler an sich nichts zu tun. Wenn der Künstler wirklich gut in seinem Gebiet ist, natürlich nur, sondern einfach mit der Beschaffenheit dort. Es ist sehr, sehr schwierig, dort Feinlein zu machen. Wir machen es aber auch natürlich. Zudem muss man sagen, die Frauen dürfen mindestens 4 Wochen kein BH tragen an der Stelle. Und das ist auch immer sowas, weil der drückt und dadurch die Linien auch aufplatzen können. Das ist nochmal sowas. Also die Stelle ist so nicht so beliebt für Feinlein, würde ich jetzt mal sagen, ja. Vor dem Tätowieren bereitet Anso den Arbeitsplatz vor. Dabei achtet sie peinlich genau auf Hygiene. Und diese Prozedur passiert hier vor jedem Kunden. So, als nächstes kommt die Fläche dran. Die wird erstmal desinfiziert.
Ganz wichtig. Dazu desinfiziere ich auch immer meine Maschine mit, weil ich weiß nie, wer da nach mir eventuell dran gewesen ist. Normal ist es nicht so, aber ich weiß es nie. Deswegen mache ich das immer noch mal mit davor. Kann ja nur vorsichtig genug sein. So, jetzt kommt die Folie drüber. Die ist einfach nochmal zum Schutz, weil dann nachher die kleinen Farbdöschen draufkommen und da kann auch mal was daneben gehen und dann ist es vielleicht schon, war ich schon drin und da ist dann Blut noch mit reingewischt und es ist einfach super wichtig, dass es nicht direkt auf den Tisch drauf geht. Auch wenn er immer desinfiziert wird, ist trotzdem wichtig. Es ist einfach so, dass wir dafür verantwortlich sind, unseren Kunde zu schützen vor allem. Davor, sich irgendwo anzustecken, davor, dass sich die Wunde nachher entzündet. Also wenn man nicht steril genug arbeitet und sauber genug, dann kann sich die Wunde entzünden und es kann so viele schlimme Folgen haben und das wollen wir nicht. Also der Kunde passt oft nicht auf, aber wir müssen für den Kunde aufpassen. Ein bisschen Vaseline. Das nehmen wir einfach immer zwischendurch, um auf die Wunde drauf zu machen. Erstens ist die Vaseline super wichtig, dass meine Hand rutscht, falls ich eine Linie ziehe. Dafür brauche ich das. Und würde ich auf trockener Haut tätowieren, das wäre wahnsinnig schmerzhaft. Und wenn ich nachher drüber wische, und ich wische ja dann mit trockenem Tuch am Anfang, das könnte niemand aushalten. Das auf gar keinen Fall. Aber es ist nicht schlimm, Vaseline ist überhaupt nichts Schlimmes. Also damit kann man sich so ja auch einreiben, das ist überhaupt kein Ding. So, die Caps. Das sind unsere Farbdöschen, nennt man die auch. Die brauche ich jetzt für meine nächste Kundin. Tatsächlich brauche ich davon jetzt 3. Die kommen jetzt auch hier dazu. Das ist einmal für schwarze Farbe, einmal für weiß und einmal für unser destilliertes Wasser, mit dem ich dann nachher mixe. Saubere Arbeit und Talent sind Grundvoraussetzung für diesen Beruf. Gefordert ist aber noch sehr viel mehr. Bevor man den Beruf des Tätowierers anfängt, mit einer Ausbildung, die man bereits abgeschlossen hat, da reinzugehen. Weil, klar, jeder denkt, man zeichnet da ein bisschen auf die Haut, das ist es aber nicht. Es ist viel auch Psychologie. Die Kunden kommen teilweise mit Tattoos, die sie wollen, von Verstorbenen. Die sitzen dann vor dir, weinen, brechen zusammen. Du musst da sein für diese Leute. Du kannst nicht sagen, hey, nicht hier bitte. Es ist so vieles, was da dabei ist. Und das ist auch das, was tatsächlich so meine Ausbildungen noch mit so reinbringt ins Tätowieren. Denn ich bin auch Erzieherin, fertige. Und da hatten wir auch Psychologie. Und wirklich alles, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, jede Ausbildung, jedes Studium hat mir in diesem Beruf sehr, sehr viel gebracht und kann ich in diesem Beruf auch anwenden. Und deswegen ist das the difference. Also ich kann dort wirklich alles machen, was ich bin. Ich kann komplett ich sein. Und das ist super toll und das ist das, was ich immer gesucht habe. Jetzt geht es zunächst um die richtige Position von Kundin und Motiv. Ja. Okay. Jetzt pass auch ein bisschen nach hinten. Jetzt schauen wir mal. Gib mir mal deinen Arm nach hinten. So, guck mal, wie hoch wir das alles setzen müssen. Ein bisschen weiter nach links rutschen im ganzen Stuhl. Ein Ticken, dass ich hier so rein kann in die Lücke. Perfekt. Also ich würde fast das Ganze einen Ticken drehen. Und zwar, dass dein Flügel genau hier reingeht. Dann hast du zwar nicht mehr dieses Dreieck, das gerade am Arm entlang runterläuft, aber es passt sich halt dann super deinen anderen Tattoos noch mit an, wenn wir es so ein bisschen drehen. Ja. Dann hast du auch so diese Lücke hier gefüllt und das finde ich echt super schön. Und die Lücke hier oben ist auch nicht mehr so, so rechteckig irgendwie, gell? Sieht irgendwie ein bisschen harmonisch aus. Da könnte man dann echt überlegen, entweder du machst hier noch irgendwas oder man sagt, man zieht sogar von der Magnolie hier noch mal was rein. Also das ist dann dir überlassen, aber da wäre ein schöner Platz dann noch für was anderes. Ja. Für was Kleineres. Genau. Ja, die Kundin möchte es einen Ticken kleiner. Ich werde es jetzt mal auf 80% runter machen. Was ich immer mache, ich habe ja dieses Durchpauspapier. Ich lege da gern immer noch ein weißes Papier drüber. Ich habe das Gefühl, dadurch werden die Linien präziser, aber kann auch nur ich sein, die das denkt. So. Ein bisschen heller stelle ich die ganze Farbe auch. Das ist für diese Fine Lines ganz gut. So, das war schon kurz raus.
Also die Blaupause, die ist dafür wichtig. Einfach dafür, wir machen ein Abziehbild. Es ist super wichtig, dass das auch auf der Haut drauf bleibt. Und durch dieses Gel, das wir drauf machen, in Verbindung mit der Blaupause, bleibt mir das Abziehbild auch wirklich ein paar Stunden drauf, ohne dass es weggeht. Da kommt jetzt praktisch dieses Bild rein und ich gebe das hier rein und dann wird es gepresst sozusagen auf diese Blaupause drauf. Und wenn ich dann hier diese obere Schicht ablöse, dann ist es hoffentlich ein perfektes Abziehbild. Genau hier drauf. Hoffentlich, toi, toi, toi. Ganz wichtig bei diesen feineren Sachen ist, man kann das mit mehr Druck durchlassen, man kann es mit weniger Druck durchlassen. Und für diese Feinlein-Sachen mache ich weniger Druck, damit die Linien mir nicht gleich von Anfang an durch diese Blaupause so ausgelaufen aussehen, sondern fein rauskommen. Das heißt, ich stelle das so ein bisschen hier ein bisschen runter noch. So, und dann geht's schon los. Nun muss die Blaupause nur noch genau an die richtige Stelle. Davor bekommt aber die Haut noch den letzten Schliff. Deine Haut desinfiziere ich, bevor ich dich rasiere, auch nochmal, dass die schon schön sauber ist. Das Stechen nachher. Wir benutzen nur Einwegrasierer. Gibt es nur einmal, danach wird er entsorgt. Und jetzt rasiere ich deine ganzen kleinen, feinen Härchen. Du hast ja wirklich fast gar keine. Einfach damit die mich beim Tätowieren nachher nicht stören. Weil ich so feine Linien mache. Und wenn die sich dann verheddern in der Nadel, ist nicht so gut für die Linie am Ende dann. Aber du hast echt nicht viele Haare. Ein bisschen Fläumchen. So, also da bitte ich dich jetzt einmal aufzustehen. Was ganz wichtig ist, dass du so stehst, wie du normal stehst. Das ist ganz wichtig, damit sich das Abziehbild nicht verzieht, weil deine Haut, die dreht sich ja je nachdem, wie du bist, mit. Ja. Und wir wollen das wirklich so original haben, wie du stehst. Ganz normal. So, kurz weg hier. So, und ich brauche dich einmal. Genau so. So, kriegst jetzt von mir ein Gel drauf. Das ist dafür da, dass das Abziehbild uns nachher hält, auch während wir dran arbeiten. Das ist ganz wichtig für mich. Ich benutze, um das Abziehbild drauf zu machen, nie Handschuhe, weil ich dieses Gefühl von den Fingern brauche. Mich stören die Handschuhe. Ich desinfiziere aber meine Hände davor und mache das so. Es gibt aber einige, die machen das auch mit Handschuhen. Das mag ich jetzt nicht so gern. So, jetzt darfst du den Arm einmal ganz locker lassen, ein bisschen gerade ausschauen, ganz wichtig. So. Ich weiß aber nicht, wie die verplant sind, weil die haben auch so viele große Anfragen. Einmal noch kurz so stehen bleiben, nicht bewegen. Jetzt gehen wir da noch mal mit einem Zewa, einem trockenen drüber, dass es auch wirklich gut hält. So, immer noch nicht bewegen, ganz wichtig, weil die Haut sich dann auch verdreht, während das Bild drauf ist. So, und jetzt ziehen wir es ab. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum Spiegel. Gucken es uns zusammen mal an. Ja. So, was sagst du? Magst du es so? Ja, wunderbar. Wie der Flügel hier in die Ecke reingeht. Ich mag das total, wie das Dreieck sitzt. Ja. Das passt perfekt rein. Und wenn du dich mal ein bisschen mehr drehst und locken lässt, dann siehst du, guck mal, dass der Flügel hier komplett den Arm mitnimmt. Und das finde ich super wichtig, dass es auch harmoniert mit dem Körper. Also perfekt, ja, super. Auch mit dem Kreis hier und mit der Ecke vom Polaroid, ja, super. Sieht gut aus. Der Kundin gefällt's. Aber sicher ist sicher. Deshalb 4-Augen-Prinzip. Ben, kommst du kurz? Klar.
nochmal locker stehen. Was meinst du? Ja, perfekt. Mega. Gut, ja, auch mit der Ecke hier vorne so. Ich auch mit dem Flügel. Ja. Cool. Ha, super. Abgesegnet. Danke dir. Perfekt. Ich liebe das Zeichnen und den Zeichenprozess. Ich liebe aber unfassbar auf Haut zu zeichnen. Also es ist nochmal was anderes auf dem Papier wie auf Haut. Und mir macht es tatsächlich auf Haut viel mehr Spaß nochmal. Das ist, man kann es nicht erklären, dieses Plastische, dieses die Haut ziehen und daran arbeiten, ist was ganz Tolles. Und ich liebe dieses Zwischenmenschliche, was da noch passiert mit meinen Kunden. Also dieses Reden, sie erzählen mir, warum sie sich das machen lassen und wer sie eigentlich sind. Und ich erzähle ihnen, wer ich bin. Und das ist auch super, super schön. Das mag ich auch. Als nächstes kommt die Nadel rein. Das ist die ganz dünne, die nennen wir die Einsernadel, die Single Needle. Die ist 0,25 mm, also die ist wirklich, wirklich, wirklich dünn. So, die kommt hier rein. Die nehme ich, weil ich am liebsten mit der arbeite und weil die feinsten Linien macht von allen. Also die liebe ich, das ist so mein Baby, meine Spezialwaffe, sagen wir es so. Jetzt probiere ich das kurz aus, ob mir die Nadel auch weit genug draußen ist oder ob ich sie ein bisschen weiter reinmachen muss. Ich mache das nach Gefühl, also ich mache generell meine Nadel ein bisschen weiter raus und mache das dann wirklich in die Haut reinzugehen, wirklich nach Gefühl. Also es gibt andere, die machen es weiter rein. Das ist so typabhängig. Jeder Tätowierer macht es anders. Und hier kann ich einstellen, wie viel Strom ich tatsächlich benutze. Ich benutze ziemlich wenig Strom bei der Haut, weil gerade mit dieser feinen Nadel kann man auch sehr, sehr viel kaputt machen und man sieht wirklich alles. Also wenn ich die nur ein bisschen zu schräg halte, dann kriege ich gleich Blowouts, nennt sich das in der Haut. Also das sind dann gleich Linien, die aufgehen. Und da muss man wirklich aufpassen. Deswegen nehme ich lieber wenig Strom, damit mir sowas nicht passiert. Der Strom, der die Maschine antreibt, bestimmt, wie schnell sich die Nadel bewegt. Das reicht von 800 bis 7500 Stiche pro Minute. Je nach Technik, je nach Motiv. Handschuhe an, noch ein Klecks Vaseline. Jetzt geht's los. Yay, los geht's! Anso beginnt mit den Umrissen des Motivs, die über die Blaupause auf den Arm übertragen wurden. Aus den Kreisen des Zirkels hat sie eine geschwungene Folge von Punkten gemacht, die sie jetzt einzeln sticht. Und auch der Vogel bekommt die ersten Konturen. Das geht im wahrsten Sinne unter die Haut. Und der Schmerz? Ach, es geht. Alles gut. Also mit der feinen Nadel, da ist eigentlich kein Problem. Es zwickt ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Die Farbe fließt ganz ähnlich wie bei der Feder eines Füllers an die Nadel und wird durch die schnellen Bewegungen in die Haut gestochen. Ziel ist die zweite Hautschicht, die Dermis. Also es ist so, wir gehen maximal 3 mm in die Haut. Maximal. Aber mit diesem, also nein, man kommt nicht auf die Knochen. Nein. Ja. Ich gehe sogar noch weiter höher. Also ich kann es jetzt nicht abmessen, aber ich bin wirklich so, dass ich wirklich nur kratze sozusagen an der Haut. Also ganz, ganz vorsichtig. Klar, wenn ich dunkler werden muss, wenn ich mehr schwarz fülle, gehe ich auch einen Ticken tiefer, aber es darf eigentlich nie tiefer als 3 mm gegangen werden. Fehler dürfen nicht passieren. Beim Tätowieren gibt es nur den einen Versuch und der muss sitzen. Am Anfang darfst du natürlich noch nicht an Menschen ran. Also da gibt es dann so diese Fake Skin, nennt man das. Das ist so, das ist wie Gummi, wie ein Gummi. Also es fühlt sich auch nicht an wie echte Haut. Und da probierst du dich ein bisschen aus am Anfang. Als nächstes musste ich tatsächlich, ja, auf Schweinehaut probieren. Er wollte das. Ist auch eine gute Schule.
Allerdings auch komplett anders wie Menschenhaut. Also es ist viel härter, es ist was ganz anderes und es ist furchtbar widerlich. Und ich war wirklich relativ schnell dann auch am Menschen dran tatsächlich. Also man braucht dann Freiwillige aus der Familie oder Freundeskreis, die das sich freiwillig melden dazu, das machen zu lassen. Und da war tatsächlich meine Mama die Erste, die gesagt hat, komm Schatzle, das machen wir. Und ich hatte tatsächlich überhaupt keine Bedenken und überhaupt keine Angst, an Menschen ranzugehen. Und das habe ich heute noch nicht. Da bin ich auch sehr glücklich. Ich habe nie Angst. Natürlich ist man aufgeregt davor immer, aber das ist ein schönes Aufgeregtsein. Aber Angst, was falsch zu machen, habe ich noch nie gehabt, nein. Mhm. Angefangen habe auch ich mit einer dickeren. Das wurde mir am Anfang nicht erlaubt, mit dieser feinen Nadel zu stechen. Man sieht jeden Strich, man sieht jeden Fehler bei dieser feinen Nadel. Und den kannst du nicht mehr so leicht ausgleichen wie bei einer dickeren Linie. Und ich wollte die aber unbedingt von Anfang an. Diese Nadel wollte ich haben, die musste es sein. Und da habe ich mich echt hingearbeitet. Und ich arbeite auch tatsächlich wirklich hauptsächlich nur mit dieser ganz dünnen Nadel. Bei allem, was ich mache. Klar, wenn ich größere Shadings mache, nehme ich dann eine andere. Aber das ist so meine Linienstärke, die Nadel, ja. Einmal unter der Haut bleibt die Tätowierung in der Regel für immer. Also eine Entscheidung fürs Leben. Ich habe sehr lange überlegt, ja. Also mit 18 habe ich angefangen, darüber nachzudenken und mit 29 habe ich mich tätowieren lassen. Ja. Also ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ich habe immer geguckt, gefällt mir irgendwas auch noch in einem Jahr und so. Und ja, habe dann irgendwann angefangen, mir ein Studio zu suchen, was mir gefällt. War auch in einigen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und dann, ja. Mommy, I'm sorry, das ist noch eine spielerische Andeutung an Zeiten, in denen Jugendliche sich heimlich stechen ließen. Aber Tattoos sind mittlerweile mitten in der Gesellschaft angekommen. Bei Frauen zwischen 18 und 25 soll bereits die Hälfte tätowiert sein. Die Motive sind dabei so unterschiedlich wie die Menschen. Was generell immer Trend ist, immer, das wird es, denke ich, auch immer bleiben, ist Schrift. Die Leute lieben Schrift. Das ist immer. Da haben wir ganz viele Kunden, die Schrift wollen. Ich habe selber viel Schrift, ich finde das auch super schön und zeitlos. Es gab den Trend wie das Unendlichkeitszeichen zum Beispiel. Was man auch ganz nett Assi-Propeller nennt mittlerweile. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist so, das haben so viele Menschen jetzt. Und alle wollen es auf die gleiche Art. Und wir wollen einfach den Leuten zeigen, hey, wie wär's denn, wenn ihr ein bisschen individueller seid? Nicht alle das Gleiche macht, sondern auch aus sowas, aus einem Unendlichkeitszeichen kann man zum Beispiel was super Schönes machen, was dann eher für dich steht. Ja, also Löwen ist genau dasselbe. Das ist jetzt auch das letzte Jahr so immer mehr angestiegen, dass die Leute Löwen haben möchten. Super schön. Ich persönlich finde es auch toll. Ich finde, Tiere geht auch immer und Pflanzen. Aber das ist auch so was. Der Löwe kommt und geht. Gelernt hat Anso bei Silas Becks, inzwischen ihrem Ehemann und Inhaber des Studios. Sein Wissen gibt er auch an der Akademie der Tätowierkünste weiter. Hier lernen junge Künstler neben dem Tätowieren auch wichtige Grundlagen, zum Beispiel der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Die Akademie kooperiert sogar mit der IHK. Ein Baustein des Unterrichts ist auch die Kultur des Tattoos. Denn anders als mancher denkt, sind Tätowierungen keine Modeerscheinung. In Japan zum Beispiel haben sie eine sehr lange Tradition. Die Geschichte des Tattoos ist eine Geschichte der Missverständnisse. Bei uns werden Tätowierte immer noch in die Ecke von Rockern und Kriminellen gestellt. Traditionell sind Tattoos das glatte Gegenteil. Das sind jetzt zum Beispiel Schablonen, die stammen von einem Tätowierladen aus Jerusalem. Diese Familie sticht seit 26 Generationen, seit 1300, stechen die eben diese religiösen Pilgertattoos. Also letztendlich ist es so, dass zum Beispiel die Franziskaner sich schon immer tätowiert hatten. Also das war früher normal. Ja, also die hatten dann sämtliche Abzeichen, die es da gegeben hat,
Kreuze, dann das Herz Jesu, dann das Auge Gottes. Und das war für diese Menschen auch wichtig, weil sie ihre Zugehörigkeit zu ihrem Glauben einfach öffentlich auch auf ihrer Haut tragen wollten. Der berühmteste ist, glaube ich, Ötzi, ja, der ist dann 5.000, 6.000 Jahre alt. Der hatte dann auch irgendwelche Stammestätowierungen, Zeichen eintätowiert, was auch immer. Aber auch der war tätowiert. Alle Schichten, alle Glaubensgemeinschaften in jeder Kultur, jeder Hochkultur, in jedem Land, überall. Und deswegen ist es doch verwunderlich, dass gerade zwischen, sagen wir mal, 1850 und 1950 Tätowierungen plötzlich in eine ganz andere Richtung gegangen sind für die meisten westlich Zivilisierten. Die haben das plötzlich anders gesehen und haben völlig vergessen, was eigentlich mit Tätowierungen davor schon los war, nämlich dass die immer allgegenwärtig waren. Das ist jetzt die Schattiernadel. Die hat, das ist jetzt die 5er, Magnum nennt sich die hat 5 kleine Nadeln nebeneinander und mit der mache ich dann so feine Shadings. Mache ich oft ganz gerne auch mit der 1er. Allerdings dauert es ziemlich lang. Und es lohnt sich mehr bei kleineren Bildern bei mir, das mit der 1er zu machen. Deswegen mache ich das jetzt mit dieser. Es ist bei großflächigeren Sachen besser, da der Übergang da weicher wirkt durch diesen vielen Nadeln. Wenn ich das mit der 1er machen würde, das geht zwar und das sieht auch weich aus, aber nicht ganz so weich wie mit der. Also bei der 1er würde man das dann sehen, wo ich abgesetzt habe und wo ich wieder mit dem Shading weitermache. Und das kannst du bei der hier so verblenden sozusagen, bei dieser mit mehr Nadeln. Ja. Und dann wird jedes Cap gefüllt. Ich werde auch arbeiten mit diesem destillierten Wasser jetzt. Ich benutze ja generell nur schwarz für meine Sachen und ich mische praktisch mit dem Wasser mein Grau selber. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Mal in das Wasser reingehen, damit es ein Ticken heller wird. Also wie Wassermalfarben sozusagen. So. Testen wir das mal hier. Ist gut so? Ja. Für die leichten Schattierungen kommt nun die Mischung aus Farbe und destilliertem Wasser zum Einsatz. Das Schattieren ist ein wichtiger Arbeitsschritt. Erst jetzt wird das Motiv plastisch. Das braucht seine Zeit. Rund 3 Stunden sitzen die beiden nun schon beisammen. Viele Nadeln bringen zwar mehr Farbe auf, aber ein zu viel wäre fatal. Plumpe, schwarze Flecken ruinieren das Motiv. Nicht nur die Kundin, auch die Haut ist gespannt. Das spannende Haut vereinfacht mir meine Arbeit. Klar, weil die Fläche dadurch glatter ist, wie beim Papier auch. Und zudem, wenn man die Haut nicht genug zieht, dann werden auch Linien schräg. Und es kann auch einfacher alles unterlaufen natürlich. Wenn man zum Beispiel hier guckt, wenn ich es jetzt so habe, sieht das Tattoo anders aus als so. Und wenn ich die Linie ziehe, wird sie so präziser, wenn ich die Haut ziehe. Und wenn ich sie dann zusammen mache, sieht sie schärfer aus, als wenn ich sie so ziehen würde. Also davor ziehen praktisch, damit die Linie schön knackig wird. Und ich muss bei dir nicht viel ziehen. Danke. Du bist sehr schön trainiert.
Aber es gibt natürlich Stellen, das ist ganz klar, ist bei jedem Mensch, die wie hier, die sind weicher als hier. Ist klar, ist ganz normal. Hast du schön gesagt. Im Idealfall entscheiden Tätowierer und Kunde gemeinsam über die passende Stelle am Körper. Möglich ist fast alles, auch was den Stil und das Motiv betrifft. Vorlagen haben hier alle. Die einen nehmen ein altes Familienfoto. Bei anderen reicht die Zeichnung. Anso nimmt für die Meise jetzt doch ein Tablet. Immer wieder wandert ihr Blick zwischendurch hinüber. Hier geht es nun nicht mehr um ein Gefühl beim Entwurf, sondern um naturgetreue Wiedergabe auf der Haut. Und da ist ein hochauflösendes Foto auf dem Bildschirm nur konsequent. Weil die Qualität auf einem iPad besser ist, als würde ich mir das Bild ausdrucken. Also ich mache hier ja diese Meise realistisch. Ein Vorteil ist schon, dass ich zum Beispiel die Mimik von einem Gesicht so einfange, wie sie auch in der Natur ist. Also es ist gerade bei Tieren oder bei Gesichtern, finde ich das super wichtig, dass man diese Mimik widerspiegeln kann, dass es auch wirklich lebendig aussieht und die Schatten genau trifft, wo die sitzen. Und dafür ist sowas super. Je länger tätowiert wird, desto unangenehmer wird es für die Kundin. Tätowieren hinterlässt deutliche Spuren, nicht nur auf der Haut. Langsam wird es schon anstrengend, ja. Das Wischen mit dem Zewa, um die überschüssige Farbe wegzunehmen, das schmerzt mit am meisten jetzt. Die Haut ist natürlich offen und das merkt man jetzt schon ein bisschen, ja. Auch bei Anso hat die Arbeit auf Dauer Folgen, allerdings ganz andere. Was ich habe, ist, ich sehe überall Schatten und denke mir dazu, wie würde ich die jetzt zeichnen. Das habe ich. Also wenn ich zum Beispiel auf meinem Bett liege und ich sehe eine Kante von einer Wand, dann denke ich mir, okay, ja, so würde ich die Shadings setzen. Das habe ich ja. Tatsächlich, ja. Ja, das schon. So, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Dann kannst du ein bisschen deinen Arm ausschütteln. Ja. Und ich ein bisschen meine Hände auch ein bisschen was trinken vielleicht, oder? Super, gute Idee. Die Pause ist wirklich nötig. Man sieht es Anso während der Arbeit nicht an. Aber Tätowieren ist ein anstrengendes Handwerk, denn es fordert stundenlange Konzentration und Anspannung. Besonders die Hände verkrampfen schnell. Das ist allerdings ein Preis, den sie gerne zahlt. Praktisch jeden Bereich, der mir wichtig ist, der ist abgedeckt mit diesem Beruf, den ich jetzt mache. Und deswegen weiß ich auch, hier bleibe ich. Es ist immer was Neues, jeden Tag ein neuer Mensch, eine neue Geschichte, die ich hören darf, ein neues Bild, das ich machen darf, eine neue Herausforderung, was ich auch dringend brauche. Ich bin so ein Mensch, ich brauche diese Herausforderungen. Und ich glaube, mehr kann man gar nicht wollen im Beruf, als wirklich was, dass man immer gefordert ist und immer mit Spaß hingehen kann. Eine Herausforderung im Studio, die ewige Frage nach dem temporären Bio-Tattoo. Also mir hat man beigebracht, eine Tätowierung ist für immer. Wenn heute Menschen ankommen, und es sind Gott sei Dank nur sehr, sehr wenige, die fragen, kann ich mich vielleicht hier tätowieren lassen, irgendwie ein temporäres Tattoo, was nicht so lange bleibt, dann sage ich denen ganz deutlich, sowas gibt es nicht. Es existiert nicht. Mein Bruder hat zum Beispiel ein Bio-Tattoo bekommen vor über 20 Jahren. Ja, und da hieß es, in 2 Jahren ist es weg und deswegen hat er auch die Unterschrift von der Mama bekommen. Und es sieht heute immer noch aus, wie wenn es letztes Jahr gestochen wurde. Ja, also es existiert nicht, es gibt's nicht. Unter die Haut kommen Farben mit Pigmenten, die bleiben. Umso wichtiger sind geprüfte Inhaltsstoffe.
Wir sind alle selbst tätowiert. Für uns ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was habe ich denn in meinem Körper? Es trifft auf mindestens 99% der Tätowierer zu, dass sie selbst tätowiert sind. Und da ist natürlich, liegt der Hund begraben. Da sage ich dann einfach, okay, natürlich, ich möchte keinem Farbhersteller schaden oder ich möchte niemandem schlecht reden, aber ich möchte schon auch vertrauen können, dass die Farbe, die mir unter die Haut gestochen wird, seitdem es Tätowiermittelverordnungen gibt, dass die wirklich unbedenklich ist und dass ich nicht irgendwann ein Problem habe. Das möchte ich natürlich nicht und das möchte ich auch nicht für die Kunden. Keine bunten Farben, aber eine Spur Weiß gibt es jetzt für die Meise. Das Weiß ist etwas dickflüssiger als die schwarze Farbe und bringt noch einen Tick mehr Schmerz in den Arm. Wo genau Anso das Weiß einsetzt, wusste sie schon, bevor sie überhaupt die erste Schattierung gestochen hat. Ich habe die Stellen freigelassen tatsächlich, an die ich weiß mache. Weil wenn ich über Schwarz drüber gehe, wird es nicht ganz so hell, wie ich es gern hätte. Deswegen lasse ich diese Stellen aus. Und die sind dann eigentlich eher so dieser Glanz, den das Licht bringt. Den will ich damit darstellen. Also ich sage immer gern, das Weiß ist dafür da, um das Leben einzuhauchen. Bedeutet, dadurch, dass jetzt zum Beispiel in den Augen dieser weiße Punkt ist, wirkt das Ganze noch mal lebendiger, meiner Meinung nach. Jetzt erstmal die Kleinigkeiten und dann kommen noch die Backstellen. Gleich überstanden. Ach ja, da ist ja noch die Frage offen, warum Christina eine Meise wollte. Also natürlich suche ich auch was mir einfach optisch auch gefällt und die Motive haben irgendwie irgendwas mit meinem Leben zu tun. Die Meise, die ist für meinen Opa, ja. Also mein Opa ist Naturschutz sehr engagiert immer gewesen. Jetzt kann er nicht mehr so und ich war in der Naturjugend und im Vogelschutz, seit ich denken kann, ja. Und die Meise ist einfach mein liebster Vogel und seiner auch. Die Meise macht am meisten Spaß im Garten, ja. Nach guten 4 Stunden ist die Tätowierung fertig. Okay. Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Ich bin ja eine sehr pingelige und ich muss immer noch mal ran. Sie weiß das, wenn ich Kleinigkeiten sehe, aber jetzt bin ich happy. Mal gucken, hä? Ist soweit? Ja! Oh Gott. Krass. Hammer. Wunderschön. Wirklich toll. Super. Danke, Anso. Super gerne. So Komm, ich wische dir schön. noch mal kurz ein bisschen. Das ist echt Hammer. Mit dem Weiß, gell? Ich mag das hier super gern, den Verlauf. Der passt super zu deinem Arm auch von hinten. Das passt auch super zu dem, das du schon hast, hier rein. Seitlich mit dem Kreis. Hammer. So schön. Krass. So schön. Ja, die sind echt cool. Zum Abschluss noch ein paar Fotos. Für die Kundin als Erinnerung und für die Künstlerin als Referenz. Das ist cool. Mega schön. Aus einer Idee und einem nur groben Umriss ist ein erstaunlich lebendiger Vogel geworden. Die Meise wird noch hygienisch verpackt. Sie und die Haut müssen sich jetzt erst einmal ein paar Tage ausruhen. Aber dann fliegt der kleine Vogel für immer.